Du bist nicht so erfolgreich, wie du sein könntest. Du willst wissen, warum? Dann zeige ich dir heute, wie dich ChatGPT definitiv zum Erfolg führt. Ich bin Kathi und zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist, in einfachen Worten und mit Beispielen direkt aus deinem Leben. Schauen wir uns heute einmal an, was Talente und Stärken sind, wie du mit Hilfe von ChatGPT deine 5 stärksten Talente findest und mit ihnen richtig erfolgreich wirst. Ich habe natürlich wieder Tipps für dich, wie du aus der kostenlosen Version die besten Antworten erhältst und am Ende auch einen kleinen Bonus. Bevor wir loslegen, klären wir ganz kurz noch, was Talente und Stärken sind, denn das wird oft verwechselt. Ein Talent ist quasi eine Fähigkeit, die dir von Haus aus extrem leicht fällt, wo du nicht viel üben musst, um wirklich erfolgreich zu werden und sie gut ausüben zu können. Eine Stärke dagegen ist, wenn dieses Talent, diese Fähigkeit so trainiert wird, dass du immer und immer erfolgreicher damit wirst. Also quasi ein ausgebautes Talent. Die Psychologin Angela Duckworth beschreibt in ihrer Forschung zur Grit-Theorie, dass ausdauerndes Üben gepaart mit einem Talent zu Spitzenleistungen führt. Auch die Gallup-Organisation hat in einer weltweiten Studie gezeigt, dass Menschen, die ihre Talente kennen und einsetzen, bis zu 6-mal erfolgreicher und engagierter im Job sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass auch du deine Talente kennst und sie richtig einsetzen kannst. Schauen wir uns das heute einmal Schritt für Schritt an und gehen den ganzen Prozess einmal durch, wie du mit ChatGPT deine Talente herausarbeitest. Der erste Schritt ist, ChatGPT die richtige Frage zu stellen und ihn damit aufzufordern, mit dir in ein Gespräch zu gehen und nicht nur eine einzelne Frage zu beantworten. Agiere als Coach und hilf mir, meine Stärken zu erkennen. Stelle mir zu Beginn 5 Fragen, um im weiteren Verlauf meine stärksten Talente herauszuarbeiten. Jetzt erhältst du von ChatGPT 5 Fragen, für deren Beantwortung du dir ausreichend Zeit nehmen solltest. Erst wenn du diese 5 Fragen zu deiner Zufriedenheit beantwortet hast, kopierst du sie wieder in den Chat hinein und gehst mit ChatGPT weiter. ChatGPT wertet nun deine Antworten aus und nennt dir deine 5 stärksten Talente. Erkennst du dich wieder? Schreib sie doch gern einmal in die Kommentare und melde dich auch gern, wenn du mit der Beantwortung der Fragen Schwierigkeiten hast und dabei Unterstützung brauchst. Unter deinen Talenten bietet ChatGPT wie immer jetzt Möglichkeiten an, das Gespräch weiterzuführen. Nimm entweder eins der vorgeschlagenen Themen, geh weiter oder stell auch eine ganz andere Frage, wenn dich was ganz anderes interessiert. Wir in unserem Beispiel gehen jetzt einfach mal der beruflichen Neuorientierung hinterher und fragen ChatGPT, wie kann ich diese Talente für eine berufliche Neuausrichtung nutzen? Was ChatGPT jetzt liefert, finde ich ja schon fast unglaublich. Von Berufsfeldern, die zu meinen Talenten passen, über konkrete Jobideen bis hin zu nächsten Schritten. Hast du dein Berufsfeld entdeckt oder geht dir vielleicht gerade ein Licht auf, dass du vielleicht den falschen Job hast? Nimm mir jetzt einmal an, du hast ein interessantes Berufsfeld oder eine Jobidee erhalten, bist dir aber immer noch nicht ganz sicher, ob das zu dir passt. In diesem Fall bitten wir doch jetzt ChatGPT einfach nochmal mit uns ein Stück Selbstklärung zu machen, um eine gefestigtere Meinung und ein gefestigteres Bild von der Situation zu bekommen. Hilf mir, meine Selbstklärung zu vertiefen. Jetzt bekommst du erneut Fragen von ChatGPT, diesmal Dinge wie, was treibt dich wirklich an? Oder was ist ein guter Arbeitstag für dich? Welche Kombination von Tätigkeiten, Themen und Menschen wären für dich ideal? Welche Visionen hast du? Nimm dir auch hier ausreichend Zeit, all die Fragen zu beantworten. Das musst du nicht alles in einer Sitzung machen, sondern das kannst du über die Tage verteilen, über Stunden verteilen. Wichtig ist nur, dass du immer wieder in den Chat, in dem du schon warst, zurückgehst, weil nur dann kann sich ChatGPT an die bereits ausgearbeiteten Inhalte auch erinnern und darauf aufbauen und dir weiterhelfen. Ich finde es verrückt, wie viel ich auf diese Weise auch über mich selber noch lernen kann. Und an der einen oder anderen Stelle geht mir tatsächlich ein Licht auf, dass ich Dinge tue und mich bemühe und mich immer wundere, warum es mir doch schwerfällt und ich nicht so richtig erfolgreich bin. Und in anderen Situationen es einfach so von der Hand flutscht und wirklich mir leicht fällt. Ich will nicht sagen, dass du, wenn du Dinge tust, die jetzt nicht in deinem Talentbereich liegen, nicht funktionieren oder du da nicht erfolgreich sein kannst. Es ist nur viel, viel schwieriger und viel anstrengender. Wenn du wissen möchtest, in welchen Bereichen dir ChatGPT dein Leben noch erleichtern kann, dann schau einfach mal unten in die Beschreibung.
Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, welches du kostenlos herunterladen kannst und in dem du aus 9 Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten Prompt findest, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du damit zurechtkommst oder ob dir ein Thema fehlt. Kommen wir nun zu Tipps und Tricks, wie du zu diesem Anwendungsfall die besten Antworten von ChatGPT aus der kostenlosen Version herausholst. Klar und konkret formulieren. Je präziser dein Prompt, desto besser die Antwort. Sag ChatGPT, wie er agieren soll, zum Beispiel als Coach, Karriereberater oder Psychologe. Nutze eine Dialogstruktur, nicht nur Einzelfragen. Starte mit einer Einstiegsfrage und schreibe dazu: Stelle mir Rückfragen, wenn du mehr Details brauchst. Vermeide vage Aussagen und Begriffe wie „Was sind meine Stärken?“ Stattdessen, basierend auf diesen 5 Antworten: „Was sind meine stärksten Talente?“ Fördere strukturierte Antworten. Bitte um Listen, Bullet Points, Schritt-für-Schritt-Erklärungen. Das macht das Ergebnis einfach greifbarer und lässt dich auch leichter dann im Anschluss damit arbeiten. Jetzt haben wir uns den Bereich Job einmal etwas genauer angeguckt, der natürlich extrem wichtig ist in unserem Leben. Aber was ist denn mit den anderen Bereichen? Was ist denn mit Hobbys oder Sportarten? Bist du dir sicher, dass du da das Richtige tust? Kommst du, wenn du es tust, in den Flow oder ist es jedes Mal ein Kampf, die Sportklamotten anzuziehen und loszugehen? Auch das kannst du mit ChatGPT einmal klären, indem du ihn einfach fragst: Aufgrund meiner 5 Talente, welche Hobbys kannst du mir empfehlen, sodass ich nicht dauernd das Gefühl habe, neue Dinge ausprobieren zu müssen? Und ich muss sagen, bei mir kamen da an der Stelle doch ein paar überraschende Vorschläge, wo ich überlege, das eine oder andere vielleicht mal zu probieren. Und auch bei Sportarten war das höchst interessant, weil da waren doch Sportarten dabei, die ich nie auf dem Zettel gehabt hätte. Aber naja, schauen wir mal. Also vielleicht traue ich mich da dann doch einmal ran. Talente sind dir natürlich gegeben und quasi die Rohdiamanten. Wenn du diese nimmst und trainierst und ausbildest, entwickelst du daraus Stärken. Wenn du deine Talente und Stärken kennst, kannst du deinen Weg ganz selbstbewusst gehen und dich dabei wohlfühlen und erfolgreich sein. Egal ob im Job, im Hobby oder auch in irgendeinem deiner anderen Lebensbereiche. Wie sieht's denn aus? Kennst du deine Talente schon und arbeitest du mit ihnen? Hilft dir das oder sagst du, alles Quatsch? Schreib's mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Hat dir mein Video gefallen, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der Tipps mehr verpasst, in denen ich dir erkläre, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist und wie sie auch dir dein Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.